Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Zweitkanal. Ich hoffe euch geht's gut, mir geht's ganz gut. Heute vor dem Spiel gegen Düsseldorf wollen wir nochmal eine ganz andere Sache ansprechen. Nämlich das klare Bekenntnis von Barisch Artig zum 1. FC Magdeburg, was mich persönlich sehr, sehr freut. Lasst an dieser Stelle, bevor das Video losgeht, gerne ein Like und Abo da und damit starten wir rein. Let's go! Ja, Barisch Artig war in der Medienrunde zu Gast letzten Donnerstag und hat da einige sehr, sehr interessante Sachen gesagt. Fangen wir damit an. Der FCM passt einfach zu mir, sagte er, was mich unglaublich freut, weil nach so einer langen Verletzungszeit musst du erstmal klar dich hinter dem Verein stellen. Und vor allem das Wichtige ist, dass er das weiterhin macht. Er identifiziert sich unglaublich mit dem Verein. Für ihn ist es einfach eine Herzenssache geworden. Das ist ganz klar. Seit Januar 2021 trägt der 29-Jährige das FCM-Trikot. Wurde schnell zum Star und Gesicht des Vereins. Ich glaube, da können wir uns alle darauf einigen, dass das zu 100% so ist. Die Drittligasaison, wo er uns gerettet hat, kann man sagen, war unglaublich. Und die Saison danach war noch viel krasser. Auch in der zweiten Liga immer regelmäßig seine Scorer gesammelt und dafür gesorgt, dass der FCM da steht, wo er denn jetzt steht. Darauf sagte er dann, wir haben bislang eine erfolgreiche Geschichte geschrieben und werden das hoffentlich auch in Zukunft tun. Das heißt, auch da spricht er schon von der Zukunft mit dem 1. FC Magdeburg, was sehr, sehr für uns spricht, was sehr, sehr wichtig ist. Auch allgemein sehr, sehr viele Spieler, die aktuell für uns sprechen und auch gerne in die erste Bundesliga mit uns wollen. Vor allem sehr viele Leistungsträger, die das mit uns schaffen wollen. Und dazu gehört definitiv auch ein Barisch Artig zu 100%. Und natürlich auch, lasst gerne an dieser Stelle ein Like da. Und ab 99 Cent könnt ihr Mitglied werden, um mich nochmal zusätzlich zu supporten. Gerne mal abchecken. Würde mich sehr freuen. Jedoch muss man auch sagen, dass Barisch Artig aktuell in die Saison nicht gut reingestartet ist. Hatte zuletzt jetzt 2 gute Spiele. Vor allem das Spiel gegen Preußen Münster kann man da rausheben. Wo wir 2-1 gewonnen haben und er direkt als Torschütze einging und vor allem als Spielgestalter, so wie immer. Darauf sagte er dann noch, man hat es mir angesehen, dass es eine Erleichterung war, nach den schwierigen Monaten, die ich hinter mir hatte. Das sagte er einfach zu seinem 1-0-Tor, was er definitiv unglaublich mit einer unglaublichen Technik geschossen hat, beziehungsweise reingeköpft hat. Und das habe ich auch immer gesagt und gepredigt. Und das schätzt Barisch Artig nicht, auch nach der Verletzung. Er hat eine unglaubliche Technik, die er definitiv wieder in das Spiel mit reinbringen wird, wenn er dann wieder spielt. Und das hat er geschafft und hat mich so wie immer sehr entzückt und vor allem überzeugt. Jedoch hatte Artig nie Zweifel an seiner Leistung. Verein, Mannschaft und der Fußball generell machen mir sehr viel Spaß, auch in der schwierigen Zeit. Ich war im Kopf klar und bin zurückgekommen, sagte Artig, der sich von Kritiker und Zweiflern nicht beeindrucken lässt. Ich habe gelesen, dass meine Zeit vielleicht vorbei ist, aber da bleibe ich klar in der Birne. Ich habe schon Selbstvertrauen, ich kenne meine Qualitäten. Er sei mental sehr stark, betonte Artig immer wieder. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, nach seinen schwierigen Zeiten, vor allem in Dresden, Kaiserslautern, wo er sich nie wirklich richtig durchsetzen konnte, kein Gesicht der Mannschaft war, sehr lange vereinslos war und dann zum FCM aufgenommen wurde, kann man schon sagen, dass er da sehr, sehr dankbar ist. Das kann ich mir sehr gut vorstellen und sich da auch nichts mehr wegreden lässt von seiner Qualität, die er auf jeden Fall hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, sein Vertrag läuft diese Saison aus. Das muss man sagen. Er hat eine Option im Vertrag, nämlich der Aufstieg. Ist natürlich die Frage, falls man nicht aufsteigen sollte, verlängert er oder tut das nicht? Er sagt dazu nur, ich kann mir aktuell nicht vorstellen, etwas anderes zu tun, sagte er mit Blick auf einen möglichen Vereinswechsel. Das ist schon sehr, sehr klar. Auch sollte der FCM in der zweiten Liga bleiben, würde sehr, sehr wahrscheinlich weiter bei uns sein. Und vor allem zu den Fans sagte er, sie standen immer krass hinter mir. Das ist auch einer der Gründe dafür, dass ich diesen Verein so sehr liebe. Damit wollen wir dieses Video hier auch beenden. Ich glaube, das beendet es einfach perfekt. Ich mag den Typen unglaublich. Ich glaube, jeder in Magdeburg liebt den. Und mehr kann man dazu nicht sagen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne einen Kommentar mit eurer Meinung. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, vielleicht nach der Spielanalyse gegen Düsseldorf.